an dem Tag hat sie ihre Schuhe auch ausgezogen und das hat ihr das Leben gerettet. Die Ärzte, die haben sie aufgegeben. Die haben gesagt, lassen Sie dieses Kind los, Sie können noch andere Kinder bekommen. Gehirnmatsch, Körper tot. Sie können doch als Eltern nicht wollen, dass ihr Kind so weiterlebt. Ich wollte das nicht hören. Ich war dazu nicht bereit. Und wie die dann uns alle zusammengeholt haben, uns gesagt haben, dass es nicht weitergeht, bin ich weggelaufen. Ich bin einfach weggelaufen. Ich habe gesagt, nein. Die haben uns dringend geraten, abzuschalten. Willkommen beim Rollercoaster Podcast, dem Podcast, der das Leben zeigt, wie es wirklich ist. Mit Loopings, die du nie geplant hast und mit Kurven, die dich manchmal komplett aus der Bahn werfen können. Im wahrsten Sinne aus der Fahrbahn geworfen wurde auch mein heutiger Gast Susi. Als sie vor 28 Jahren mit ihrer damals 2-jährigen Tochter einfach nur kurz zum Einkaufen fahren wollte und 1,5 Jahre später erst wieder nach Hause zurückkam. Sie lässt uns heute teilhaben an ihrer Geschichte über einen einzigen Moment, der das Leben ihrer damals noch ganz jungen Ehe komplett verändert hat und gibt uns emotionale Einblicke in 26 Jahre, in denen sie jeden Tag entschieden hat, wir geben nicht auf. Schnallt euch an, denn los geht's! Hallo, liebe Susi, ich freue mich total, dass es geklappt hat heute und wir heute über deine Achterbahn sprechen können. Hallo, ich freue mich auch. Du pflegst ja deine Tochter Nati seit über 26 Jahren und sorgst dafür, dass ihr Alltag dass sie nicht nur lebt, sondern dass ihr Alltag auch wirklich mit Leben gefüllt ist. Und du berichtest ein bisschen über euch auch bei Instagram. Und Nati war nicht immer behindert, oder sie ist nicht behindert geboren, sondern euer Schicksal ist das, dass ihr eigentlich ein gesundes Kind hattet und dann aber es zu einem Autounfall kam. Magst du uns mal zurücknehmen in die Zeit vorher, Ja. ihr und die Nati, wie ihr eigentlich vorher gelebt habt? Ja, also ich würde sagen, völlig normal. Die Nati war sehr aufgeweckt. Sie konnte mit 10 Monaten schon laufen. Und sie war schon immer sehr fröhliches, freundliches Kind. Und das hat sie sich bis heute auch behalten. Ihre Fröhlichkeit. Ja, wir waren völlig normal, frisch verheiratet. Nach über ein Jahr ist die Nati dann gekommen. Ja, hat alles gut ausgeschaut bis zu dem Tag, wo wir nur zum Einkaufen fahren wollten und da war Blitzeis. Wir sind gerutscht, uns ist wir an die Seite gefahren, genau da, wo die Nati ihren Kindersitz hatte. Seitenaufprall ist immer schlimm und ja, ich weiß nur das, was mir vom Unfall von den Ersthelfern berichtet worden ist, kann mich da an gar nichts erinnern. Ihr wart als Familie drin zum Also Einkaufen, nur wart ihr die Familie? die Nati und ich. Ah, die Nati und du, Ja, okay. genau. Weil du hast auch ein Bild bei Instagram, ne? Das Auto sah wirklich nicht gut aus. Nee, das hat auch gleich lichterloh gebrannt und die Nati hat immer ihre Schuhe auszogen. Da hat sie manchmal wirklich Ärger gekriegt, weil sie wirklich während der Fahrt immer ihre Schuhe auszogen hat. Und dann musste man die erst wieder anziehen, bis man dann los konnte. Und an dem Tag hat sie ihre Schuhe auch ausgezogen und das hat ihr das Leben gerettet. Also die Nati ist samt ihrem Kindersitz, da ist der Autogurt gerissen, samt ihrem Kindersitz in den Kofferraum geflogen durch diese Wucht vor dem Aufprall. Ich konnte nichts sagen, dass sie dabei ist. Ich war selber bewusstlos. Und die Helfer haben sie gar nicht gesehen. Das Auto hat schon gebrannt. Und dann das war so ein Spaziergänger-Ehepaar. Die sind da dazugekommen. Die haben mich rausgezogen. Und dann haben sie sich gedacht, das war's. Und dann haben sie noch mal ins Auto geschaut und haben dann Nati ihre Schuhe liegen sehen. Dann haben die sich gedacht, ist da noch ein Kind dabei? Und dann haben die wirklich in den Kofferraum geschaut und haben die Nati noch rausgezogen. Wow. Ja. Und also du warst auch schwer verletzt? Ja, natürlich nicht so schwer wie die Nati, aber ich war auch ein paar Wochen im Krankenhaus, Beckenanbruch, Schädelhirntrauma. Die haben ja auch gar nicht gesagt, was mit der Nati ist. Das war für meinen Mann auch total schwierig. Ich war in einem anderen Krankenhaus wie die Nati und eine ganze Woche komplett weg. Also es fehlt mir total und dann haben die mich natürlich auch immer beruhigt.
Ja, und ich habe die Nati erst nach ein paar Wochen gesehen, dann durfte ich zu ihr, durfte ich schon im Aber du hast Rollstuhl. schon nach ihr gefragt dann, als du Ja, konntest, oder? natürlich, Wahrscheinlich, nur, ja. aber Mhm. die haben es Ja, mir ja, einfach ja. nicht gesagt, weil am Anfang haben die selber noch nicht viel gewusst, aber sie lag natürlich da, beatmet. Ich werde das nie vergessen, wie ich mit dem Rollstuhl, ich habe mich dann verlegen lassen, wie es bei mir einigermaßen gegangen ist, wie ich sie das erste Mal wieder gesehen habe. Also da finde ich bis heute keine Worte. Das ist schon Mhm. wirklich richtig schlimm. Und da ich habe gleich gewusst, also so wie wir weggefahren sind, kommen wir nicht mehr heim. Also Mhm. das war von Anfang an klar. Mhm. Ja, Einfach auch, wie sie dann da lag, oder? Weil wahrscheinlich ja konnte sie sich nicht natürlich. bewegen. Ja, ja. Zugeklebte Augen, dann eine Nadel für den Hirndruck, die Beatmung, überall Schläuche. Mhm. Also künstliches Koma, logisch. Und man hat dann ja auch versucht, sie wieder, also die Medikamente abzusetzen, sie aufzuwecken. Sie ist nicht wach worden. Okay. Und dann ist sie in ein Wachkoma gefallen und dann war für die Ärzte klar, da wird sie es nie mehr wieder rausschaffen. Also wir hatten ganz schlechte Prognosen. Ähm, also ich sage es jetzt mal, wie es die Ärzte uns bei dem Ja. Abschlussgespräch, also wo es darum gegangen ist, wie macht man weiter, Gehirnmatsch, Körper tot. Mhm. Wir haben überhaupt nichts zu erwarten, außer Leben im Bett. Und das will doch keine Eltern wollen so ein Leben fürs Kind. Und die haben Mhm. uns dringend geraten, abzuschalten. Mhm. Ja, also für die Ärzte war die Nati hoffnungslos und wirklich, die haben sie aufgegeben. Mhm. Und unser Ding war halt einfach, sie war nicht hirntot. Ich finde, wenn man hirntot ist, ist das nochmal eine andere Entscheidung, aber sie war nicht hirntot. Hirnaktivität war von Anfang an da. Und das hat uns einfach davon abgehalten, den Schritt zu gehen. Mhm. Ja. Und also wie viele Wochen hat das gedauert bis dahin? 10, also Ungefähr ungefähr 10. so 9, 10 Wochen. Wir haben diese ganzen Diagnosen. Am Anfang hat man sich nur auf das Schädel-Hirn-Trauma gestürzt, auf die Blutungen, die im Hirnstamm waren. Schlimmer geht es auch nicht wie im Hirnstamm, da wo alles gesteuert wird vom Menschen, die Atmung. Und da haben die sich drauf gestürzt. Der Querschnitt, der kam überhaupt nicht zur Sprache, die Mhm. ersten Wochen. Ich habe zu meinem Mann dann gesagt, wie es dann geheißen hat, sie nehmen die Medikamente zurück. Und man hat dann bei der Nati an den Augen, die haben gezuckt oder die Backen, ein bisschen der Mund, aber am Körper war gar nichts. Und dann habe ich Mhm. immer zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, ich habe ein ganz ein komisches Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Und ja, recht habe ich leider gehabt. Also die Mhm. Wirbelsäule, die haben sie wirklich, die haben sie nur auf den Kopf fixiert, haben nichts von diesem Querschnitt gesagt und die Wirbelsäule war im Endeffekt 4-mal gebrochen. 4-mal. Mhm. Ja. Und du meinst, die haben es aber schon gewusst, Ich nur nicht denke zum Thema schon. gemacht? Also ich denke schon. Also die Natalie hatte keine einzige Operation in dem Sinn, was mit einem Unfall zu tun hatte. Also, Ja. dass man eine Blutung rausgesaugt hätte oder dass sie einen Bruch gehabt hat oder gar nichts. Gar nichts. Das, was dann danach kommen ist, das Tracheostoma und die Magensonde, das waren halt einfach Folgen, dass sie weiter am Leben bleiben kann. Aber vom Mhm. Unfall selber war keine einzige Operation. Und das ist schwer zu begreifen, wenn man Ja. denkt immer schwer verletzt, die Operation das und dann heilt es wieder. Hatten wir gar nicht. Die Nati war einfach da gelegen. Mhm. Und dann hattest du eben dieses Gefühl, dass was nicht stimmt, wie du gerade gesagt Ja, hast. ich habe das Ähm, ziemlich. Also man merkt es, aber man will es einfach nicht wahrhaben. Und ja. ich bin auch immer dann davon gelaufen vor die Ärzte. Habe ich vielleicht meinen Mann auch ein bisschen in den Stich gelassen. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Ich war da gar nicht fähig, das aufzunehmen. Ich wollte einfach nichts Schlechtes hören. Ich wollte das Mhm. nicht hören. Ich war dazu nicht bereit. Und wie die dann uns alle zusammengeholt haben, meine Eltern, Abfahrer, eine unabhängige Person und uns gesagt haben, dass es nicht weitergeht, Mhm. bin ich weggelaufen. Ich bin einfach weggelaufen. Ich habe die hocken lassen und habe Ja, gesagt, ja, nein. Ja. Völlig ja. überfordert. Wir waren jung und ich weiß nicht, die Nati, Ja, und da rechnet man natürlich nicht nein. damit, ne? Wenn Ja, ich mit ihr keiner. gesprochen habe, dann ist immer die Herzfrequenz hoch. Also wir haben so, auch in dem künstlichen Koma,
das glaubt einem ja kein Mediziner, aber wenn ich sie gestreichelt habe und am Kopf und wenn ich mit ihr gesprochen habe, ist immer diese Herzfrequenz hoch. Also sie hat unwahrscheinlich auf uns reagiert und das war für mich so ein Zeichen, ich bin noch da und ich kämpfe Ja. dafür, dass ich da bleibe. Also Sie wollte. sie wollte Ja. und wir auch. Also ich habe gesagt, ich werde das nicht entscheiden. Und mein Mann auch. Also wir waren uns da einig. Also die wollten Organspende, ein wichtiges Thema. Bei Hirntod wirklich Ja. hätten wir wirklich drüber nachgedacht und hätten das wahrscheinlich auch gemacht. Aber dadurch, dass sie nicht hirntot war, die Ärzte haben uns nicht verstanden. Die haben uns dann eine Ethikkommission haben die zusammengestellt, die darüber entscheiden wollten. Natürlich haben wir Gott sei Dank das letzte Wort gehabt. Aber die haben uns nicht verstanden. Und von dem Moment an, war das auch so ein Bruch auf dieser Intensivstation. Und wir Habt sind ihr dann euch gedrängt gefühlt manchmal? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die haben gesagt, lassen Sie dieses Kind los, Sie können noch andere Kinder bekommen. Aber Sie können doch als Eltern nicht wollen, dass Ihr Kind so weiterlebt. Merkt man auch so eine gewisse Einstellung, ne? Ja, die haben uns da, also mein Mann, der war ja arbeiten und muss ja irgendwie dann weitergehen. Wir haben die ersten Wochen im Krankenhaus in einem Besucherzimmer geschlafen, weil wir nicht heimgegangen sind und immer bei der Nati sein wollten. Und mich haben sie extrem bedrängt und haben mir auch schon gesagt, wie das stattfindet, wenn man dann ausschaltet und was ich dann alles machen soll und ihr anziehen soll und wie das dann einfach abläuft. Also das, ganz schlimm, das war Dann, wirklich schlimm. Genau. Und irgendwann habt ihr aber ja gesagt, nee, okay, wir Nee. wollen uns aber anders entscheiden. Wir haben vor Anfang an gesagt, abgeschalten wird nicht. Wir haben gesagt, wenn man merkt, die Nati schafft es einfach nicht. Ihr Herz bleibt stehen. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Es gibt ja bei Querschnitten immer so diese technischen Probleme mit dem Vagus. Da kann es dann passieren, dass die Herzfrequenz mal so runterrauscht, dass Herzstillstand passiert. Das hatte die Nati so oft. Da wollte man natürlich, dass ihr geholfen wird. Aber wenn man jetzt einfach gesehen hätte, trotz den ganzen Maßnahmen, es bringt nichts, ihr Herz wird immer schwächer, dann hätte man natürlich anders reagiert. Aber das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Na, dass jetzt da einfach dauernd Reanimationen waren, das war nicht der Fall. Wir hatten Reanimationen, aber weil dieser Vagusnerv so gereizt war durch das Absaugen, man musste ja den Schleim raussaugen und da ist sie auch gleich von selber wieder angesprungen dann. Ja. Und wie war der Moment, als du dann verstanden hast, was dieses C1 bedeutet? Ne? Weil ihr habt ja diesen Bruch auf C1. Erklär mal das für alle, die das nicht wissen. Wir hatten einen Wirbelbruch und bei der Nati war das Problem diese vielen Blutungen. Den Bruch hätte man vielleicht reparieren können, aber weil die waren ausgerenkt, die Wirbeln. Und das Rückenmark wurde gequetscht durch Blutungen. Also die Nerven sind praktisch abgequetscht worden, weil sich das Blut so verklumpt hat im Rückenmark, dass nichts mehr durchgängig war. Und das bedeutet natürlich bei C1 keine Atmung, keine Funktionen vor Armen, Beinen, also keinerlei Funktion. Ja. Also das bedeutet C1 und realisiert, also es ging die erste Zeit nur ums Überleben. Also man hat gar nicht an später gedacht, was das für Folgen hat, Pflegefall oder künstliche Beatmung. Das war ganz weit weg. Es ist die erste Zeit wirklich nur ums Überleben gegangen, dass das Kind einfach nicht stirbt. Und was hat dir dann damals geholfen und was hat dir gefehlt? Also gefehlt hat mir Information, ganz klar. Wir kommen aus einer Zeit, da hat man nicht einfach das Handy genommen und gegoogelt. Ich musste in die Bücherei gehen, ich habe mir Fachbücher geholt, ich war in einem Schädel-Hirn-Verein. Das war wirklich so dieses einmal in der Woche, wo ich nicht bei Nati war, wo ich mit meiner Taufpatin, die hat mich da begleitet, wo ich da in eine Schädel-Hirn-Gruppe gegangen bin, um dieses Wachkoma zu verstehen und zu wissen, was wir tun können. Das hat mir schon sehr gefehlt und der Zuspruch natürlich klar vor den Ärzten,
Das hat mir total gefehlt. Die Hoffnung, dass man halt von der anderen Seite gar keine Hoffnung gekriegt hat, das hat mir schon sehr gefehlt. Das war Und sehr einseitig, ne? das war sehr Also einseitig. was die Fachleute euch sozusagen erklärt haben, war halt einseitig, Das ja. war sehr, sehr einseitig und auch sehr beleidigend. Die sind immer auf unser Alter gegangen, so quasi, wir sind eh blöd, wir kapieren das nicht. Dann haben die immer mit meinen Eltern gesprochen. Letztendlich war mein Vater immer der mir die schlechten Nachrichten gesagt hat. Gut, ich habe gerade gesagt, ich bin mehr oder weniger auch immer davon gelaufen, weil die einfach kein gutes Wort für einen übrig gehabt haben. Es war eine ganz, ganz einseitige, wie du sagst, schlimme Zeit und geholfen, ganz klar Familie. Dann rückblickend auf den ganzen Weg. Ich bin immer wieder und auch heute noch, kommen Menschen in unser Leben, wenn die auch nicht für immer bleiben oder nur ein Stück uns begleiten, die gerade richtig kommen. Ne, dass man einfach den Austausch auch hat. Meine Schwester ist ein riesengroßer Punkt. Die hat mir letztendlich auch den Psychologen erspart. Wir können über alles reden und die war von Anfang an mit dabei, wie wir dann noch im Krankenhaus auf Intensivstation waren. Die ist jeden Abend gefüllt mit einem Korb mit Essen kommen. Ihr müsst essen, esst es. Die war selber den ganzen Tag arbeiten. Also das war natürlich schon ein ganz großer Punkt, der uns das sehr geholfen hat, auch heute noch. Also das ist Und schon. wie lange wart ihr dann also du bist schneller gesund geworden, ne? Und wie lange wart ihr dann letztendlich oder die Nati im Krankenhaus und wann konntet ihr nach Hause gehen? Und was habt ihr dafür gebraucht? Also wir sind an einem Freitagnachmittag losgefahren und sind 1,5 Jahre später wieder heimgekommen. Okay, Wahnsinn. Ja. 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 Das habe ich auch sehr vermisst, das Zuhause, das muss ich schon sagen. Also mein Mann, wie gesagt, der musste ja dann wieder arbeiten gehen. Wir haben uns dann auch, wie wir in Geilingen auf Reha waren, nur am Wochenende gesehen. Und das war eine ganz schwierige Zeit, weil, wie gesagt, so mit Bilder hin und her schicken, dass man auch Das zeigen war ja kann, wie noch es nicht, Nati ja. geht, das war einfach damals noch nicht. Ich hatte das Telefon, da habe ich immer reihum, habe ich immer meine Oma angerufen, meine Eltern, Christian natürlich, mein Mann. Also es war so die einzige Möglichkeit, sich damit zu teilen. Und wie gesagt, nach Hause entlassen wurdet ihr dann auch wahrscheinlich mit jeder Menge Geräten? Ja, also wir sind auch ohne Rollstuhl entlassen worden, weil ich gesagt habe, dieses Ding nehme ich nicht mit heim. Hat man dann schon gemerkt, in was für eine Richtung das geht, dass es einfach manchmal nicht passt. Die wollen es aber abrechnen. Ne, nehmen sie das jetzt? Und dann war ich dann und habe gesagt, nein, also das nehmen wir nicht. Da sind wir wirklich ohne Rollstuhl heim. Das musste dann daheim ziemlich schnell gehen, weil Mobilisieren ja sehr wichtig ist. Auch für die Lunge. Ja, und wie Also hast du sie transportiert? Weil ich denke mal, man muss das auch stabilisieren, die oder Nati nicht? war noch so Wie klein, war das? Halskrause, Autositz. Wir sind mit unserem eigenen Auto von der Reha heimgefahren. Okay. Ja. Wir hatten dann glücklicherweise Schmerzensgeld hat die Nati bekommen, ziemlich schnell ausgezahlt und davon konnten wir ihr dann ein Auto kaufen, das wir umbauen haben lassen können, weil im Endeffekt ist sie in einem normalen Kindersitz nach Hause gefahren. Ja. Dank des jungen Alters in dem Ja, Fall. genau. Ja, okay. Du schreibst auf Instagram auch von einer Blase, die du Ah, ja. um Nati und um eure Familie aufgebaut hast. Wie ist das entstanden? Ja, also es ist ja wirklich ganz, ganz schwierig, wenn man dann wieder heimkommt, wieder ins Leben zu finden. Also das ist einfach schwierig. Erstens, was man auch alles mitnehmen muss, der Rollstuhl, die Geräte. Und dann fährt man halt in den Tiergarten. Also unser erster Ausflug war in Nürnberger Tiergarten, werde ich auch nie vergessen. Und es ist ein Spießrutenlauf. Anders da kann man es gar nicht sagen. Es war damals wirklich ja noch schlimmer wie heute. Da war ja die Medienpräsenz oder halt, da war ja gar nichts vorhanden. Und wir waren, ja, auch eine weitere Attraktion war die Nati dann im Tiergarten. Also das ist schon schwierig und was halt auch für Sätze fallen. Und was ich heute auch ganz schlimm finde,
wenn Eltern die Kinder von der Nati wegziehen und irgendeinen Schmarrn erzählen, obwohl Kinder so offen sind und einfach nur fragen möchten, aber schau die nicht an und frag nicht und Ja. bist du wahnsinnig. Ich finde das so ganz schrecklich. Und diese Blase, die ist nicht gleich da, die ist auch nicht gleich groß. Das wächst mit der Zeit und einfach mit den Einflüssen von außen. Und daheim ist unsere Blase, da fühle ich mich wohl, da sind wir normal. Für uns bin ich sowieso normal. Wir sind alle normal. Mein Nati ist normal, wir sind so, wie wir sind. Aber für die Außenwelt halt nicht. Und diese Blase, wenn man nicht hätte, man könnte das manchmal gar nicht aushalten, weil das tut so weh. Wenn die Leute neben Nati stehen, Nati hört, Nati sieht und dann geht es los. Und es ist nicht nur einmal oder Ausnahmen. Es ist eigentlich bei jedem Ausflug was bei uns. Also Ja. man kann jetzt nicht einfach durch die Stadt gehen als Normalo, das geht einfach nicht. Gleichzeitig erwarte ich auch nicht, dass wir angesprochen werden oder so. Ich möchte halt einfach, diese Normalität fehlt einfach. Die Leute sehen einen immer noch nicht als einen behinderten Menschen, als nicht normal an. Und du hast gerade schon ein bisschen gesagt, also beschreib mal die Nati. Also ja, sie ist vom Kopf im Prinzip vollkommen normal, Die Nati würdest ist du sagen? also die Nati ist im Kopf fit und manchmal denke ich mir auch, gerade wenn wir so unsere Stories drehen, ach Mensch, Nati, die ist so schüchtern. Da hab ich gesagt, also wenn die Leute oft sehen würden, was wir für Gespräche führen, Ja, also ich halte das Handy auf Nati und Nati will nichts falsch machen, so quasi, ne? Also Nati ist im Kopf sehr fit, vielleicht jetzt nicht, wie soll ich das jetzt sagen, vielleicht jetzt nicht ihrem Alter entsprechend. Aber also wir können sehr gute Gespräche führen und sie kriegt das natürlich alles auch mit, was die Leute über sie sagen. Oder wenn sie angestarrt wird. Also das ist natürlich schon schwierig. Sie sagt jetzt darüber nichts. aber das war ja auch ein anstrengender Weg wahrscheinlich, oder? Weil ich denke, ihr habt da Ja, wahrscheinlich natürlich. viel auch Also, gehabt und also ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir die ersten Male aus dem Haus gegangen sind, also das glaubst du nicht, was ich für ein Drama gemacht habe. Den Schlauch habe ich versteckt. Dann musste der Rollstuhl immer so sein, dass es nicht gar so auffällt, dass die Hilfsmittel nicht irgendwo rumhängen. Richtig versteckt habe ich das. Das ist so ein Entwicklungsprozess. um ja nicht aufzufallen irgendwie. Genau. Noch mehr, ne? Noch mehr. Ja, ja. Ja. Weil dass es so auffällt, ist schon klar, aber Ja. klar, wenn dann noch die ganzen Geräte dabei sind, ne? Das ist, Das ist eigentlich schade, ne? Dass man sich Das ist verstecken wirklich muss. schade. Und wir haben uns immer auch mit der Familie getroffen, einmal die Woche zum Frühstück und wir haben so unsere festen Rituale gehabt. Und sind wir auch ganz schwer mal angegriffen worden. Da hat sich eine Familie neben unserem Tisch aufgeregt, dass sie neben sowas wie uns nicht essen wollen. Im Restaurant. Also, Wie haben die reagiert? also die Bedienung, es waren da ja Stammgäste, die war super. Die hat gesagt, wenn ihnen was nicht passt, da ist die Tür, dann müssen sie gehen. Ja, also die war gut. Meine Mutter war gleich immer so ein Kampfterrier. Also wenn die irgendwas mitgekriegt hat, oh. Also, und ich war immer so, ich konnte das nicht. Ich habe da Jahre gebraucht, bis ich überhaupt einmal irgendwas gesagt habe. Ja. Aber hast du es inzwischen gelernt? dich ein bisschen Inzwischen zu... bin ich einfach ruhiger worden. Mich interessiert das nicht mehr, was andere Menschen über uns sagen oder denken. Und ich lasse mir vor solchen, es sind ja nicht alle so, das möchte ich jetzt auch mal ganz klar sagen. Es sind nicht alle Menschen so. Ja. Das ist schon schwierig. Aber hat dich das auch, haben dich diese unterschiedlichen Begegnungen dazu inspiriert, so zu schreiben, wie du schreibst? Weil ich kann nur jedem empfehlen, mal bei euch auf der Instagram-Seite vorbeizuschauen das und ist die, lieb, danke. Posts zu lesen, die du so schreibst. Die sind sehr bildhaft und auch Ja, sehr das ist mir auch emotional. wichtig, weil ich glaube, wenn man da gar nicht so drin ist in dem Ganzen, denkt man da auch gar nicht drüber nach. Ich meine, Urteile sind so schnell gefällt und ich nehme mich da nicht aus. Also wir waren auch mal frühstücken, da war wirklich auch ein beatmeter Junge beim Frühstücken mit der Familie, die werden sich gedacht haben, warum glotzen mich die jetzt so blöd an? Da habe ich mich so gefreut.
Wir waren ein Mhm. paar Tische weiter, also die haben uns gar nicht gesehen. Da habe ich mich so gefreut, dass die da auch waren und gefrühstückt haben und die werden sich dann über mich gedacht haben, oh Gott, warum glotzt die so? Ne? Also Mhm. Menschen klotzen nicht immer aus, oh Gott, die freuen sich auch, viele freuen sich auch, wenn sie uns sehen. Und gerade, es verändert sich halt, Nati ist jetzt erwachsen, wie sie kleiner war. Ach, da sind die Leute, Mhm. gerade die Omas, zu ihr hinkommen und dann sagt, ach, hallo und ne, bist auch ein bisschen spazieren und so. Also das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ist komisch, wie sich das ändert, nur Ja, weil die Menschen dann älter werden. Ne? Irgendwie, ich habe auch das Gefühl bei Kindern und meine Tochter, da habe ich ja, ja, sagen wir mal, das Glück, die ja. sieht halt auch sehr klein aus. Man sieht gar Mhm. nicht ihr echtes Alter ihr an. Mhm. Und ich merke das auch. Ne? Also irgendwie auf Ja. Kinder reagieren die Leute nochmal anders, Ganz anders, ja. oft auch sehr, sehr, sehr mitleidig irgendwie. Ich bin ja jemand, ich mag das auch gar nicht so haben. Das mit Mhm. dem Mitleid, ne, finde ich manchmal Nee, das schwierig. ist ganz schlimm, ja. Ähm, aber eigenartig, dass sich das ändert, sobald diese Menschen eben älter werden, weil ich meine, Das nur weil sie stimmt. dann irgendwann mal erwachsen sind, Ja. sollten sie eigentlich nicht weniger wert sein. Ne? Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Aber das kommt. Also ich kenne keinen, wir haben so viele Kontakte, ich kenne keinen, da wo das nicht eingetreten ist. Ich habe gesagt, Instagram, wenn es Hm. damals schon gegeben hätte, wir wären eine von den ersten gewesen, die darüber berichten hätten können. Es gab damals Ja, nicht so ja. viele Menschen wie unsere Tochter. Und Hast du das Gefühl, dass der Umgang sich verändert hat in der Zeit jetzt? Dass es heute ein bisschen anders geworden ist, als es also, damals ich war? glaube, das war mal, also damals war das ja, wir waren immer so die Ersten, habe ich das Gefühl gehabt. Egal was war, wir waren immer so die Ersten. Und auch bei den Ämtern, das haben wir jetzt noch nicht gehabt, weiß ich jetzt nicht. Also Nati hat Mhm. Tatsache für einen Elektrorollstuhl einen Führerschein benötigt. Mein Kind war 6 Jahre alt. Dann haben sie Und gesagt, kann sie ihn nicht mal ist, selber bedienen, wahrscheinlich, oder? ja, also da wollten wir ihr das halt gerade lernen, dann haben die ihr das verweigert vom Landratsamt. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben gesagt, Mhm. nein, und der hat 7 km/h oder was hat denn so ein Rollstuhl? Weiß jetzt gar nicht ganz genau. Und da braucht sie eine Fahrerlaubnis, da fängt das alles schon an. Also wir waren immer so ein wenig, immer die, ja, keine Ahnung, wissen wir jetzt nicht. Und ich glaube, das hat sich jetzt schon geändert, weil immer mehr dazugekommen sind. Die Medizin hat sich ja auch weiterentwickelt und Mhm. auch dieses ALS ist ja ganz ganz weit vorne jetzt. Da liest man ja auch total ganz viele. Das ist ja im Prinzip ein bisschen vergleichbar mit der Nati von den Hilfsmitteln her und alles. Also ich denke, da hat sich schon viel getan. Es, auch allein übers Internet, was man alles lesen kann. Also ich denke, das ist schon besser worden, aber die Mhm. Menschlichkeit, die geht mir gerade wieder ein bisschen verloren. Also Mhm. das war schon wirklich besser und ich denke, es ist auch echt ein Generationsproblem. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Und es ist auch ein Problem, dass die Leute selber so viele Sorgen haben, dass für uns Mhm. jetzt gar nichts mehr übrig bleibt. Und Meinst du, dass Meinst du, dass Menschen Behinderung als was Fremdes behandeln, weil sie Angst haben vor der eigenen Verletzlichkeit? das glaube ich schon, weil ich glaube, als gerade auch ich auf Instagram, da kommt dann gleich immer, ich möchte nicht so leben, Stecker ziehen. Oh Gott, ich kann mir das für mich Mhm. nicht vorstellen. Wie könnt ihr eurem Kind das antun? Das kommt dann schon auch immer, ich möchte das nicht. Ja, wir haben das auch nicht gewollt. Es ist passiert. Wünschen tut man das keinen.
Wenn du bis hierher geschaut hast und dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und Like da und teile diese oder auch andere Folgen. Nur so kann dieser Podcast wachsen und weitere Achterbahnen erzählt werden, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Weiter geht's mit der Folge. Ja, also wir sind von Reha entlassen worden und da wird man ja nur mit einem 24-Stunden-Pflegedienst, Intensivpflegedienst entlassen. Wir hatten dann 12 verschiedene Krankenschwestern. Das war sehr schwierig, weil man keinerlei Privatsphäre hat. Und wenn ich dann zur Nati ins Zimmer gekommen bin, wollte Guten Morgen sagen, ist ja logisch, macht ja jede Mama, will erstmal zu seinem Kind. Was wollen Sie hier schon wieder? Und da hat es halt einfach immer Probleme gegeben. Und wir haben angepeilt, ein Haus zu bauen, haben da gerade Pläne gemacht. Und dann sagt der Pflegedienstleiter zu uns, ja, planen Sie gleich eine Einliegerwohnung ein, dann müssen Sie Ihr Kind nicht jeden Tag sehen und uns auch nicht. Sie haben da ein Kind, da klappt das wohl ganz gut. Mit einer Einliegerwohnung und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so möchte ich nicht leben. Wir wollen miteinander leben und nicht Nati da und wir da und wir haben uns dann selber Leute gesucht. Eine davon war meine Schwester und die Rita, also die sind schon über 20 Jahre bei der Nati. Rita war Kindergartenbegleitung, meine Schwester auch und meine Schwester ist dann die kompletten 11 Jahre Schule war die der Nati ihre Schulbegleitung. Da konnte ich mich einfach drauf verlassen. Und es war so ein Segen, was ich bei anderen pflegenden Eltern mitkriege, dass halt die Pflegedienste von jetzt auf gleich absagen, die Kinder nicht in die Schule können. Also es haben wir absolut nicht gehabt. Also das war schon wirklich sehr, sehr viel wert. Einfach diese Zuverlässigkeit und das war unser erster Intensivpflegedienst, den wir nehmen mussten, aber das war auch unser letzter. Also wir haben seitdem nie mehr wieder einen Intensivpflegedienst bei uns zu Hause gehabt. Also das finde ich geht nicht gut, es kann nicht gut gehen, weil das sind solche Reibereien. Erstens schwierig, Das wenn sind dann ganz auch viele... immer unterschiedliche Menschen, die da kommen, oder? Vom gleichen Natürlich. Pflegedienst, aber praktisch nie die gleichen Also Personen. es Das waren heißt, schon ihr habt immer ständig fremde Menschen zu Hause. ja, es waren schon immer dieselben 12 im Derselbe Pool. Wechsel. Ja. Genau, aber es war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich habe gekocht und die waren da mit in der Küche gehockt und in der Nacht musstest du aufs Klo und dann musstest du dich voll anziehen. Also du fühlst dich nicht wohl, also wirklich nicht Als wohl. Gast in der eigenen Ja, Wohnung. also Ja. andere sagen, mein Gott, seid froh, heute gibt es gar keine 24-Stunden-Abdeckung mehr. Oh Gott, wart ihr blöd, dass ihr das nicht in Anspruch genommen habt? Ich glaube, und ich prangere jetzt auch keine Intensivpflegedienste an oder so. Es muss einfach jeder für sich selber entscheiden, wie es am besten passt. Und für uns war der Weg wirklich goldrichtig. Ich wollte viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und speziell auch mit der Nati und ihr jetzt nicht das Gefühl geben, du wirst jetzt da abgegeben und mit deinem Bruder mache ich jetzt aber was anderes. Also oder mit deinen Brüdern Ja. dann später. Das wollte ich nie. Also so ein Leben wollte ich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass unsere Ehe das ausgehalten hätte. Weil das war Ja. wirklich für uns beide sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja. Ohne Hilfe Ja, geht's klar. nicht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich konnte nur ein gewisses Maß an Hilfe annehmen. Auch Nati, ich meine, wie du sagst, man muss den Tag füllen und halt einfach auch schauen, dass das für jeden in Ordnung ist. Und ich denke, es ist schon eine Aufgabe trotzdem. Ne? Und ich hoffe, dass bei uns das echt ganz lange noch so stabil bleibt und weitergeht. Und ja, ich denke jetzt fahrt sie ja nächste Woche zum BVB. Das war ja ihr allergrößter Wunsch und da freue ich Ja. mich jetzt schon richtig für Nati. Und man muss sich halt immer so Ziele, ne? Und schauen, was man so macht. Und ist doch schön. Aber ihr macht ja dann auch solche Sachen. Das ist ja schön. Ihr vergrabt euch nicht nur zu Hause, ne? Ach, Sondern gar ihr geht nicht, schon gar auch nicht. raus. Aber was bedeutet das für dich? Logistisch meine ich. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen aufwendig ist, oder? Weil da du kannst ja nicht alle Hilfsmittel mitnehmen oder nimmst du die mit? Alles dabei. Also Ja. ich sage immer, es spielt ja keine Rolle, also auch gerade jetzt in Urlaub oder einen Tagesausflug oder wenn wir in die Stadt gehen, egal was wir machen, es spielt ja keine Rolle. Ich muss alles einpacken.
Wenn ich halt jetzt länger weg bin, muss ich halt mehr einpacken. Aber ich muss alles mitnehmen. Und Nati, ihr Rolli ist ja so konzipiert, dass alles dran ist, was sie braucht. Also sie hat alles dran, die Beatmungsmaschine, Absauger, ist ja alles am Rollstuhl. Dann hat sie ja einen Notfallrucksack, der wird kontrolliert, ob alles drin ist, da ist Ersatzschlauch zum Beispiel, Krampfmedikamente, halt alles, was wir brauchen könnten, auch für eine Übernachtung. Wenn man halt jetzt mal weiter wegfährt oder mal nach Nürnberg oder Regensburg oder was auch immer, wenn man im Stau stehen würde, dass man eine Nacht überleben könnte jetzt, ne? Also, dass man einfach alles dabei hat und dass der Nati da an nichts fehlt. Man kann auch im Auto die ganzen Geräte aufladen, wichtig. Aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt sagen, hat man die Sachen einfach beieinander. Also es ist jetzt nicht, dass ich da, wenn wir jetzt weiter weg sind, nehme ich immer die zweite Beatmungsmaschine mit. Die steht dann aber auch gut im Auto. Also es ist wirklich gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also wie gesagt, man hat alles am Rollstuhl, man hat alles im Rucksack und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Also wenn ich jetzt sage, komm, geh mal spazieren, sind wir innerhalb von 10 Minuten aus dem Haus. Also das ist jetzt echt kein Drama. Ne? Okay, ihr seid da ganz routiniert. Ja, muss man ja auch. Also wir sind gern unterwegs. Schön. Also uns kann man nicht vorwerfen, wir sind nicht sichtbar, weil wir waren von Anfang an sichtbar. Ja. Also das war schon so. Wir sind viel unterwegs, aber das braucht die Nati auch. Ja, das ist Geht schön, gern ja. ins Kino oder Fußball sowieso, so mit Computer, dass sie das selber mal was schreibt oder Spiele spielt oder irgendwas, das kann sie leider nicht. Also das löst die Epilepsie aus und da hat sie die Konzentration auch gar nicht. Ja. Ja. Ja gut, aber man macht halt, also ihr fokussiert euch quasi ja nicht auf das, was nicht geht, sondern ihr macht eben das, was geht. Das, Ne? was möglich ist, machen wir es. Ja. Das ist super. Schön. Also ich bin gespannt, was ich von euch sehe auf Instagram vom Fußballspiel. Ja. Nächste Woche, weil du wirst bestimmt was posten. Ja. Wenn das dann war und bis die Folge hier ausgestrahlt wird, können die Leute, die uns zuschauen, ja auch mal bei euch vorbeischauen, wie das Fußballspiel ausgegangen ist und wie es der Nati gefallen hat. Lass uns zum Schluss noch ganz kurz drauf eingehen auf meine letzte Frage, die ich immer stelle. Was denkst du, funktioniert in der Gesellschaft schon gut und was wäre für euch jetzt der wichtigste Punkt, wo ihr noch Verbesserungsbedarf seht? Ich würde mir wünschen, dass man halt speziell der Nati auf Augenhöhe begegnet einfach. Dass man jetzt sie nicht gleich abstempelt, in die Schublade steckt, nur weil sie so viel Hilfsmittel hat oder im Rollstuhl sitzt. Das würde ich mir halt einfach wünschen, dass das kein Thema mehr wäre irgendwie. Also Nati ist Nati, sie ist so, wie sie ist und ich verschwende da keine Gedanken mehr dran, was wäre, wenn, was hätte sein können, jetzt wäre sie verheiratet oder hätte Kinder oder was hätte sie gelernt. Es ist nun mal nicht so. Ich hätte mir für mein Kind natürlich ein anderes Leben gewünscht, aber ich glaube, wir machen einfach das Beste draus und wir sind glücklich, wir sind froh und ich bin so unglaublich dankbar. 26 Jahre, Nati hatte eine ganz schlechte Prognose und ich hoffe, wir haben noch ganz, ganz viel Zeit. Zeit ist so ein wenig so mein Endgegner, da habe ich immer ein wenig so Angst, weil man denkt, oh Gott, 26 Jahre mit Beatmung, das ist schon wirklich sehr gut. Ja. Das ist sensationell und ich hoffe wirklich, dass wir noch ganz, ganz lange, dass wir noch ganz, ganz viel Zeit haben und noch ganz viele schöne Sachen erleben. Ja, und das nächste ist ja jetzt das Fußballspiel, da bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt. Oh, das ist einmal so, denke ich mir mal, hoffentlich hat sie einen guten Tag, weil sie ist halt auch immer sehr schnell müde oder mit den Krampfanfällen. Also ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ja. Also ich drücke euch auch die Daumen. Und Susi, vielen Dank, dass du heute so oft mit mir über eure ganz persönliche Achterbahn gesprochen hast. Ich glaube, die hatte viele Höhen und Tiefen, aber auch viele schöne Aussichten. Ne? Aber wenn es dann stabil wird, wird es schön. Wenn der Weg dann geradeaus geht, wird es schön. Wenn die Kurven endlich verschwinden und es auf und nieder war. Ja. Auf jeden Fall. Und die meisten Kurven sind wahrscheinlich eher politisch gemacht, anstatt dass sie wirklich da wären. Das stimmt. Das ist wirklich so. Wir sind wirklich
stolz und froh, dass wir so sind, wie wir sind. Und für mich kann das noch ewig so weitergehen. Ich habe da überhaupt kein Problem. Also das ist alles für die Nati, alles für die Kinder. Und nee, also da bin ich wirklich positiv und da bleiben wir auch dran, dass es so bleibt, auf jeden Fall. Ja. Liebe Susi, vielen Dank. Ich wünsche dir und der Nati einen ganz tollen Tag und wie gesagt, viel Spaß beim Fußball. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war eine sehr emotionale Reise auf einer Achterbahn, die jedem von uns täglich passieren kann. Wer kennt es nicht? Man möchte kurz was einkaufen fahren und schon ist es passiert. Susis Geschichte zeigt eindrücklich, dass es den einen richtigen Weg nicht gibt, sondern dass immer nur der Weg der richtige sein kann, den man selbst tragen kann und der sich für alle Beteiligten richtig anfühlt. Wenn auch du eine inspirierende Geschichte zu erzählen hast, dann melde dich bei mir. Alle Infos findest du in den Shownotes. Schnall dich ab, atme tief durch. Bis zum nächsten Mal.